Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Diesmal mit einer Folge vom GI-TAF-Treffen 2023 in Paderborn. Ich habe mit Dela und Barisch über Gamification im Software-Testing gesprochen, wo Gamification helfen kann, wie man damit Mitarbeiter motivieren kann, sich einzubringen, welche Methoden und Werkzeuge es gibt, welche Meeting-Formate wir nutzen können, wie wir damit Prozess- und Produktqualität steigern können. Also für ein Level-Up hört rein. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Richie. Jetzt freue ich mich, dass wir wieder eine Folge hier gemeinsam machen und jetzt auch im Dreierpaket. Wir sind ja hier bei der GI-TAF-Tagung, der 48. meiner ersten. Ja, schön, dass du es auch mal hergeschafft hast. Genau. Ja. Ich hoffe, du fandest es spannend. Ja, sehr spannend. Coole Vorträge und ein tolles Ambiente, super Austausch. Also das ist richtig toll. Und auch die Möglichkeit hier mit dem Podcast quasi direkt Wissen abzuziehen und der Community zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Unser Glück war ja, dass wir jetzt uns gestern und heute in Paderborn getroffen haben und mehrere Einrichtungen, GTB, TAF, ASQF, also viele Akteure der Softwarequalitätssicherung da waren und auch durch den Deutschen Preis für Softwarequalität ging dieses Jahr an Peter Legesmeier. Viel Gesprächsstoff war, viel Austauschmöglichkeiten da war. Ja, ganz schön. Auch ein tolles Abendevent gestern. Also es ist einfach auch schön hier zu sein. Hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Genau. Aber jetzt soll es ja um euer Thema gehen und zwar, ich finde das ja super, weil ich bin ja eigentlich so ein heimlicher Zocker und ich spiele total gern und ja, Gamification in der QS oder in der Qualität habt ihr auch als Thema. Was heißt denn das? Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ja, Gamification, das bedeutet, wir haben spielerische Ansätze in der Entwicklung, also in unserem ganz normalen Prozess, in unserem ganz normalen Softwareentwicklungsprozess. Und wir haben uns angeschaut, gibt es Elemente, die man in den Prozess einbringen kann, um den Alltag einfach ein bisschen frischer zu gestalten. Mhm. Also kann ich irgendwas tun, zu Beginn meines Prozesses, Anforderungsanalyse, Softwareentwicklung. Und unser Thema ist speziell jetzt in dem Bereich Qualitätssicherung, da kommen wir beide her, zu schauen, wie können wir Menschen motivieren, dass das Arbeitsumfeld halt besser, flexibler und spannender für sie wird. Mhm. Und da sind Gamification-Ansätze eigentlich ein ganz guter und vor allen Dingen effizienter Ansatz, auch nicht nur den Alltag spannender zu machen, sondern auch besser und schneller zu arbeiten. Mhm. Weil wenn die Arbeit Spaß macht, dann sind die Leute motiviert. Mhm. Und wenn die Leute motiviert sind, dann geht es auch leichter von der Hand und dann ist man einfach effektiver und effizienter. Mhm. Also ich glaube, Gamification bringt zwei wichtige Lösungen mit sich. Mhm. Einmal, du hast den Spaßfaktor genannt, sehe ich genauso. Wir sind ja beide im Testumfeld unterwegs, auch operative Aufgaben, Testmanagement, Testautomatisierung. Und dort merkt man so festgefahrene Prozesse, immer wieder dasselbe, manuelles Testen, sowieso macht ja niemandem Spaß mehr vermutlich. Wie kann man dort den Testeralltag abwechslungsreicher gestalten? Mhm. Wir haben immer Generation Z, glaube ich, nennt man das. Also die Leute wollen ja einfach auch bei der Arbeit Spaß haben. Ja? Ist das für die auch so ein Teil des Lebens? Man verbindet Hobby, Beruf, Alltag und warum sollte man 8 Stunden am Tag irgendwas Langweiliges machen. Mhm. Auch diese 8 Stunden verdienen, spaßvoll gestaltet zu werden. Das sehe ich genauso. Andererseits sehe ich auch einen inhaltlichen Beitrag vom Gamification in der Qualitätssicherung, weil, Richard, du hast ja auch in deinem Keynote gestern erzählt, Komplexität wächst. Mhm. Kompliziert zu komplex. Unplanbarkeit, Unberechenbarkeit, Schnittstellen, teilweise können wir das nicht mehr überblicken. Und ich denke, Gamification kann auch dem menschlichen Denken fördern oder auch die Schwarmintelligenz fördern, dass wir auch mit der Komplexität besser umgehen können, weil wir Kreativität erweitern und eventuell auf bestimmte Testfälle aufmerksam werden, wo denn Einzelne vielleicht nicht drauf gekommen wäre. Mhm. Und als letzten Aspekt vielleicht noch das Lernen. Also als Kinder lernen wir ja, weil wir spielen. Also wir lernen spielerisch. Und auch als Erwachsener lernt man noch spielerisch. Das heißt, wenn ich Gamification-Ansätze einsetze, wo die Entwickler und auch Tester voneinander lernen können,
und sehen, wie jemand anders etwas macht, dann bleibt es viel besser hängen, wenn man das auf spielerische Art und Weise tut. Also wenn ich zusammenfasse, ist also Gamification, also als Idee einfach auch den Spaß zu bringen, zu motivieren und einen Lernraum zu schaffen, aber auch quasi inhaltlich die Kreativität einfach auch mit anzufördern und da quasi einzuzahlen darauf. Ja. Kürzlich hatten wir einen interessanten Beispiel gehabt, wo wir über Riskanalyse gesprochen haben. In den Medien war das. Die spanische Bahngesellschaft haben schnelle Züge in Auftrag gegeben. Die wurden geliefert und am Ende haben sie festgestellt, dass sie im Nordspanien irgendwie durch 2 Tunnels nicht gepasst haben. Also, okay, wie kommt man jetzt auf so einen Fehler im Vorfeld? Also, was wäre dann ein Testentwurfsverfahren, die einen auf die Idee bringt, schon im Designphase mit der Frage zu beschäftigen, okay, Zuggröße, Tunnelgröße. Wenn das Konsequenz war, 2 Jahre Verschiebung des Projektes und viele Köpfe sind gerollt. Der Chef der Bahngesellschaft, dem Ministerium, könnte sein, dass Gamification oder insgesamt interaktive Methoden, Kreativität, Schwarmintelligenz uns auf solche wirkliche Randfälle aufmerksam machen. Weil beim Spielen, du hast gesagt, du bist Zocker. Beim Zocker genau das passiert im Kopf. Wie kann ich wo rechts rum, wo links rum, wo hüpfen, wo Kopf stoßen, damit da irgendein Stern leuchtet oder irgendwie ein Level ich erreiche. In dem Standard Happy Path des Games wäre vielleicht sowas gar nicht denkbar. Genau so eine Kreativität benötigen wir auch beim Software-Testen. So eventuell hätten wir dieses Tunnelproblem im Vorfeld vielleicht festgestellt. Und viele Millionen und Nerven. Und gerade das Risikomanagement ist ja so ein Punkt, wo man sagt, da gibt es ja auch spielerische Ansätze. Da gibt es tatsächlich auch Ideengeber. Also gibt es zum Beispiel ein Kartenspiel von Ministry of Testing, wo man einfach neue Ideen bekommt, wenn man so eine Karte aufdeckt und denkt so, ach ja, was denke ich mir, wenn ich jetzt diese Karte sehe, was denke ich mir dann fürs Risiko? Also welche Risiken passen zu dieser Karte? Und das ist wirklich etwas, was vielleicht auch außerhalb dessen ist, wo ich bisher gedacht habe, weil die Karten halt ein sehr breites Feld abdecken. Man gibt ja schon so Brainstorming-Ansätze für Risikomanagement, aber wenn ich das 3-mal gemacht habe, dann denke ich vielleicht doch immer nur in den ausgetretenen Faden und nicht mehr rechts und links. Und wenn dann aber eine neue Karte ins Spiel kommt, wo was ganz anderes draufsteht, wir hatten so eine Karte, frag doch mal einfach deinen Chef, was er dazu sagt, oder wo man dann plötzlich denkt, den habe ich gar nicht einbezogen. Also oder ganz andere Ideen, die dann plötzlich aufkommen. Oder was für ein Gefühl hast du, wenn du an ein bestimmtes Risiko denkst? Gibt es auch Gefühlekarten, wo man normalerweise beim normalen beim normalen Risiko-Brainstorming gar nicht dran denkt. Und dass man zum Beispiel auch solche Dinge mal berücksichtigen muss. Ja. Das ist ja ein jetzt konkretes Beispiel. Wenn du möchtest, können wir das ein bisschen vertiefen. Wie sieht denn konkret so ein Gamification auf jeden Fall, für Qualitätssicherung aus? Also dieses Riskstorming, das ist ein Brettspiel. Ein Brettspiel, wo in der Mitte auf dem Brett man ganz in der Mitte des Bretts das Testobjekt beschreiben muss, damit jeder Spieler das gleiche Verständnis haben, okay, worüber reden wir? Das kann ein kleines Modul sein, das kann aber auch ein großes IT-System mit vielen Schnittstellen sein, aber das ist unser Testobjekt. Und jetzt ist die Frage, worauf müssen wir jetzt alles denken, welche Risiken bestehen mit diesem Testobjekt? Also, was müssen wir alles testen, damit wir diese Risiken im Vorfeld schon erkennen können oder Gegenmaßnahmen betreiben können. Wie würde man das klassischerweise machen? Eine FMEA-Methode, die wir ja im Informatikstudium alle gelernt haben, so eine Riesentabelle, wo man systematisch immer Risiken, Wahrscheinlichkeit, Das Problem, das unterscheidet uns ja schon an dem ersten Punkt, woher kommt das Risiko, was ich da eintragen muss. Genau. Was kann passieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit, was ist dann der Ausmaß des Schadens und dann ein bisschen trocken. Wir haben uns alle solche Excel-Tabellen gefüllt, aber jeder hat irgendwie sie für sich. Und jetzt dieses Spiel bringt erstmal eine Systematik rein, dass man sich erstmal das Testobjekt sich definieren muss und dann sich Gedanken auf die Qualitätsaspekte machen muss. Das Spiel bringt auch so ein Kartenset mit, basierend auf ISO-Qualitätsmodell. Gibt es dort alle Qualitätseigenschaften, Qualitätsmerkmale, Submerkmale aufgelistet und dort wählt man sich Karten, bis zu 6 Qualitätsmerkmale und erstmal sagen, okay,
für dieses Objekt, über diese 6 Qualitätsaspekte wollen wir jetzt heute sprechen. In dem weiteren Schritt sammelt man so Risiken, Ideen bezüglich dieser Qualitätsmerkmale. Das ist so die Analysephase gewesen. In den weiteren Phasen macht man sich dann Gedanken mit weiteren Kartenmaterial, mit welchen Testtechniken könnten wir jetzt dieses Risiko abdecken. Auch dort schlägt dieses Spiel viele Tools vor, die wir auch im ISTQB-Kontext kennen, Testentwurfsmethoden. A/B-Testing zum Beispiel. Genau, oder richtig. Äquivalenzklassen, Testarten, Testautomatisierung, Klassen, Performance-Test. Also auch wenn man alles jetzt nicht kennt oder parat hat oder nicht so darauf kommt, ermöglicht dieses Spiel dir durch Hinweise eine Diskussion. Und dann auch bestimmte Patterns, bestimmte Heuristiken, da bekommst du Impulse von diesem Kartenmaterial. Das ist erstmal so ein interaktives Format, aber was ist denn da ein Spielerisches dran? Dort haben wir dieses Risikosammelphase mit einem Gamification-Element angereichert, sodass wir natürlich ein bisschen eine Challenge daraus machen. Also wer hat den besten Risiko erkannt? Erst das motiviert ja die Spieler, doch jetzt kreativ zu werden und an die 2 Tunnels in Nordspanien zu denken. Sonst, also ich glaube, auch jedes interaktives Format kann mit ein bisschen Anpassung, mit ein paar Übertragung von Elementen aus dem Computerspielen, aus einem interaktiven Format, eine Gamification machen. Wichtig ist am Ende belohnen. Also den besten Risk Identifier so eine Kleinigkeit geben, vielleicht einen Amazon-Gutschein oder wir essen zusammen oder wir vielleicht belohnen das ganze Team oder mehrere Teams treten gegeneinander auf. Also ich glaube, so ein Element sollte bei Gamification nicht fehlen. Genau, wobei die Belohnung ist eigentlich das Allerunwichtigste dabei. Es geht ja auch um den Gewinnen-Aspekt. Also das heißt, selbst wenn man es ohne eigene Belohnung spielt, ist es so, dass ich habe das größte Risiko gefunden. Ich habe damit auch auf der anderen Seite verhindert, dass mein Projekt in dieses Risiko reinläuft, ist schon eine Belohnung. Ja. Also wir machen zum Beispiel, wir machen zum Beispiel Sessions, wo wir Bugs finden, also so einstündige Sessions, nennen sich Bingo-Bongo-Sessions. Und da ist es tatsächlich auch so, da bekommt man für jeden gefundenen Fehler einen Punkt. Das heißt, die normalerweise Entwickler, wir machen das in agilen Teams, die Entwickler sind dann auch einfach so, dass sie nicht mehr dieses ich möchte Fehler vermeiden, sondern plötzlich hat man, ich möchte Fehler finden, weil ich kriege dafür eine Belohnung. Und wenn die Belohnung nur darin besteht, dass ich in dieser Session diese Session gewonnen habe oder auch über alle Sessions irgendwie der beste Tester gewesen bin. Allein das ist oftmals schon Belohnung genug. Und dass man dann vielleicht noch eine Kleinigkeit geben kann, sich eine kleine Belohnung ausdenken kann. Also wir haben das früher mit Überraschungseiern zum Beispiel gespielt, dass dann irgendwie der beste Tester in dieser Session hat dann ein Überraschungsei bekommen oder für jeden gefundenen Bug kriegst du eine Überraschung. Aber das war gar nicht so das Wichtige, sondern allein dieses, ich habe jetzt einen Fehler gefunden und ich kann ihn den anderen zeigen und krieg dafür eine kleine Belohnung, ist halt tatsächlich sehr effektiv auch und regt die Leute an, wirklich auch zu testen. Und sie nehmen dieses Wissen, dieses Testerwissen, was sie vielleicht auch vorher gar nicht hatten, was sie sich dann abgeguckt haben von den anderen Leuten, nehmen sie auch mit. Und das ist ganz toll. Ja, das kann man gut vorstellen, dass das da noch eine eigene Dynamik kriegt. Ja. Du hast jetzt ja quasi schon ein anderes Format angesprochen, diese Bingo-Bongo-Session. Kannst du da noch ein bisschen, was macht ihr? Da geht es ja dann eher um Fehler finden. Ne? Genau. Das ist ja dann schon das Risk-Dominant, da geht es halt um Risikomanagement. Das Fehler finden geht natürlich um Produktqualität. Das heißt, ich versuche die Qualität meines Produkts zu verbessern. Wir machen Bingo-Bongo-Sessions oft vor dem Sprintabschluss. Also alle sind eigentlich fertig mit der Implementierung und den Tests dazu, also den automatisierten Tests. Und jetzt geht es darum, so ein kleines Format zu machen. Wir machen das in der Regel 1 Stunde pro Sprint. Das heißt, es ist wirklich relativ begrenzte Zeit. Wer teilnehmen möchte, nimmt dann teil. Also es ist auch Freiwilligkeit. So ein Punkt, der halt uns wichtig ist. Und dann kommt halt das Team zusammen, testet 1 Stunde. Und beim Bingo Bongo ist es so, derjenige, der einen Fehler, also alle testen auf der gleichen Umgebung und auch die gleichen Features. Und wenn ich einen Fehler gefunden habe oder glaube, einen Fehler gefunden zu haben oder auch nur einen Verbesserungsvorschlag habe, dann rufe ich Bingo Bongo, daher kommt der Name. Und dann muss ich das für alle präsentieren, mein Finding.
und muss erklären, warum ich glaube, dass das jetzt ein Fehler ist. Ja. Und dann stimmt das Team darüber ab, ob das wirklich ein Fehler ist oder nicht. Okay. Und den Punkt bekomme ich, wenn ich dann ein Bug-Ticket anlege, das kein bekanntes Problem ist, was vielleicht schon im Backlog irgendwo rumliegt, und das Team gemeinsam entschieden hat, ja, das wollen wir beheben. Das ist wirklich etwas, und das geht von Kleinigkeiten, hier ist ein Label falsch, bis hin zu, die Applikation stürzt ab, ne? Will man meistens nicht, aber und das Team nimmt halt mit, wir können unsere Qualität tatsächlich am Ende des Sprints noch mal ein bisschen stärker verbessern, indem wir einfach so eine Bingo-Bongo-Session machen. Und nach einer Stunde ist dann einfach Fallbeil und wir sind fertig. Und was wir gemerkt haben, ist, insbesondere Fehlercluster lassen sich damit sehr gut aufdecken, weil da, wo einer ist, da gucken dann die anderen auch noch mal, ob sie da noch mehr finden. Und wir haben auch wie geht ein anderer vor beim Testen? Dadurch, dass ich das Problem präsentieren muss, merken die anderen auch, aha, guck mal, der testet so. Vielleicht sollte ich das vielleicht das nächste Mal auch in meine automatisierten Tests einfließen lassen. Ja. Also es gibt ja so Spezies, die dann irgendwie alle möglichen Randfälle ausprobieren. Und der das programmiert hat, sieht, diesen Randfall habe ich wirklich nicht bedacht in meinen automatisierten Tests. Also nachziehen. Ja. Dann Problem beheben und hoffentlich beim nächsten Mal dran denken, dass ich Randfälle eben auch berücksichtigen muss. Ja. Macht ihr das bei jedem Sprint, diese Session, oder macht ihr das so, wenn es gerade ansteht? Also idealerweise machen wir es bei jedem Sprint. Ja. Ne? Es gibt natürlich, je nach Projekt ein bisschen, ne? Manche Projekte sind dann eher so, dass sie sagen, vielleicht doch lieber alle 2 Sprints oder so. Aber es ist sehr effizient, dass man, und dann möglichst so vor Sprintende, dass man noch eine Chance hat, diese Probleme, die man gefunden hat, zu beheben. Also wenn die Auslieferung am Montag ist, dass man vielleicht am Donnerstag eine Bingo-Bongo-Session hat, dann hat man noch Donnerstag, Freitag, um die Probleme zu beheben, die so groß sind, dass sie behoben werden müssen. Ja. Vielleicht eine Ergänzung dazu. Ne? Du hast ja jetzt von Effizienz gesprochen. Lass uns mal jetzt vergleichen. Wir haben ja das dann früher gemacht, bevor Gamification. Damals haben wir einen getesteten Defekt gefunden. Der Tester hat einen Defekt gefunden, hat zum Beispiel in ALM ein Ticket erstellt, Fehler beschrieben und dann dem Entwickler zugewiesen. Entwickler beschwert sich. Warum? Ja, du hast die Logfiles nicht hochgeladen. Logfiles hochgeladen. Was ist mit Screenshots? Wie bist du da hingekommen? Na, guck mal, wie viel jetzt Kommunikation. Jetzt bei dem Format ist ja der Entwickler mit live dabei. Ja? Er sieht, wie man zu diesem Fehlerzustand gekommen ist und kann sogar selber sagen, klick mal nach rechts, klick mal nach links. Nochmal selber ein besseres Verständnis gelangen, wo man jetzt nur durch Logfiles oder Screenshots nicht gelangen könnte und in dem Moment. Ja? Weil manchmal verlieren wir uns auch in Prozessen. Ja, ich bin viel für Großbanken unterwegs. Dort ist das manchmal Prozess das Allerwichtigste, das Allerheiligste. Ja? Fehler, Projekterfolg, das ist egal. Ich habe mich an den Prozess gehalten. Ja? Und wenn ich mich an den Prozess gehalten kann es ja nicht an mir liegen, wenn das irgendwann scheitert. Ja? Das ist das Wichtigste, was es ist. Aber dort natürlich alles dauert sehr lange. Immer noch trotz dieser aufwendigen Prozesse. Am Ende scheitert das immer noch, weil man sich doch nicht versteht oder irgendwann es eskaliert oder keine Zeit mehr ist. Und ich glaube, das ist das Intuitivste, was man machen kann. Leute, kommt zusammen, steckt Köpfe zusammen, macht euch Gedanken und habt ein bisschen dabei auch Spaß dabei. Und deinen Aspekt finde ich sehr gut. Man lernt voneinander. Auch in einem Fußballspiel, in einem Fußballteam. Natürlich lernt man von dem besten Forward-Spieler. Wow, wie hat er das denn jetzt getrickst und das Tor gemacht? Und die jungen Mitglieder lernen von dem Senior. Und ich glaube, bei Gamification, dieses Lerneffekt ist sehr enorm. Ja. Also ich meine, es ist ja ganz viel, im Agilen geht es ja darum, ganz viel Austausch und diese gemeinsame Sicht auch zu haben, auch wenn ich jetzt einen Planning-Poker oder sonst irgendwas mache. Ne? Und das ist bei der Qualität genauso, wie du sagst, zu lernen, wie testet jemand anderer oder was macht er eigentlich und wie kann man es denn noch verwenden, ne? Und welche Strategien nutzt er, ne? Das kann da echt viel bringen. Ja? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast das Wort Poker genutzt. Und könnten wir zum dritten Beispiel springen. Ja, bitte. Das war nicht abgesprochen. Genau, wir haben jetzt über Risk-Storming gesprochen, über Bingo-Bongo gesprochen. Jetzt sprechen wir über Prozessqualität. Genau, lass uns mal jetzt über ein Format sprechen, wo wir spielerisch Prozessqualität verbessern können. Und das nennt sich Maturity Poker, ein bisschen inspiriert durch Planning Poker. Worum geht es beim Planning Poker? Dass ein Team gemeinsam sich Gedanken macht über Komplexität einer Anforderung.
Ja? Dort mit Fibonacci-Zahlen oder T-Shirt-Größen bekommt man ein Gefühl dafür, okay, wie komplex ist diese Story. Und wir aber bestimmen das gemeinsam, einigen uns auf diese Komplexität, auch basierend auf unseren bisherigen Erfahrungen. Und diese Komplexität hilft uns, um Sprintplanungen zu machen. Das ist das Prinzip vom Planning Poker. Wir haben uns überlegt, wir können diese interaktive Methode und diese Alignment, diese Abstimmung, teaminterne Abstimmung, auch nutzen, um unsere Prozessqualität zu definieren und aber auch die Verbesserungsschritte zu planen. Maturity Poker und dort geht es um Maturity Assessment, das ist der erste Teil. Und wenn man das Wort Assessment hört, manche bekommen schon Angst. Ja, da kommt ein Auditor ins Spiel oder ein Assessor und sagt erstmal, gib mir diese Dokumente und wo hast du welche E-Mails geschrieben, hast du die Accountability dabei beachtet, wer war also das ist so ein bisschen negativ belegtes Begriff. Und es ist auch so, dass dann die Ergebnisse dieses Assessments oft auch so, wo man denkt so, oh mein Gott, soll ich das jetzt alles abarbeiten? Ne? Vielleicht tut man es auch wieder in die Schublade und will das eigentlich gar nicht. Genau. Und da hilft dann Maturity Poker schon. Genau, ein Externer sagt dir da, du bist schlecht. Und du musst jetzt grün werden in Folge. Bei Maturity Poker ist das Ziel, dass das Team das selber macht. Ja, wenn Externe das für teures Geld machen, das können wir besser. Ja? Wir also mit Maturity Poker wollen uns selber bewerten und selber bestimmen, wo wollen wir besser werden. Und dabei nehmen wir diese Elemente vom Planning Poker. Erstmal machen wir uns Gedanken, was sind unsere überhaupt Handlungsfelder, was sind unsere Pain Points. Da muss man erstmal eine Einigkeit herrschen, weil viele Menschen führen agile Praktiken ein. Warum? Ja, weil das sich gut anhört. Ja, Scrum, ja, jeder macht Scrum, wir machen jetzt auch Scrum. Aber warum machst du Scrum? Was hast du davon? Vielleicht solltest du eher V-Modell machen. Ja? Also die Probleme zu verstehen. Ja? Und danach sich Gedanken zu machen, welche agile Praktiken würden für diese Herausforderung helfen. Ja, also wir wollen kürzere Release-Zyklen. Okay, dann könnte dir so Sprints helfen. Ja? Dann definiere deinen Begriff kurz. Was bedeutet für dich kurz? Kurz genug. Dann mach daraus einen Sprint. Da kann zum Beispiel Scrum helfen. Oder wir wollen Kunden näher anbinden. Ja, okay, auch dort gibt es agile Praktiken, Kunden in der User-Serve-Definition im Reviews einzubinden. Also man macht erstmal sich Gedanken über die Probleme und dann agile Praktiken. Und jetzt kommt die Assessment-Bereich. Wir fragen uns als Team die Frage, Leute, was denkt ihr, wie gut sind wir denn bei der Organisieren von Planning-Meetings oder bei dem Verfeinerung von User-Stories? Oder wie gut sind wir beim Schätzen, beim Planning-Poker? Wie gut spielen wir das? Dort sammeln wir auch mit Pokerkarten. Das haben wir so ein bisschen inspiriert von so CMMI-ähnlichen Assessment-Modellen. Ja, also Initiated, Defined, Initiated, Managed, Optimized, dass wir uns selber eine Note geben. Also Testautomatisierung. Beispiel, machen wir Testautomatisierung, Leute? Ja, wir haben eine Idee, aber so richtig tun wir das nicht. Also geben wir uns eine kleinere Maturity-Level als Wobei Note. es so sein kann, dass unterschiedliche Teammitglieder auch eine unterschiedliche Sicht darauf haben. Und sowas kommt dann überhaupt erst raus. Genau. Dass einer sagt, ja, wir machen das eigentlich. Und der andere sagt, nee, machen wir nicht. Ja. Und dann ist es auch wieder ein Diskussionspunkt. Warum sind die Sichten auch so unterschiedlich? Ja. Genau. Ne, wo man bei Planning Poker über Anforderungen spricht, sprechen wir bei Maturity Poker über unseren aktuellen Stand der Prozessschritte. Und wenn wir also Schritt für Schritt jede dieser Praktiken für uns bewertet haben, erstmal haben wir einen Überblick. Wo sind wir gut? Wo sind wir vielleicht nicht so gut? Dann kommt jetzt an den zweiten Schritt. Wo wollen wir dann besser werden? Ist für uns Testautomatisierung wichtig? Oder ist es für uns wichtig, jetzt unsere statistische Analyse zu verbessern? Oder vielleicht so Fehler Statistiken zu verbessern. Dort setzen wir uns selber Ziele. Okay, bei diesem Praktik möchten wir im nächsten Sprint oder innerhalb von den nächsten 2-3 Sprints in einem Quartal besser werden und geben uns auch wiederum durch Poker, auch dort kann man natürlich Prioritätskarten verteilen, erste Prio, zweite Prio, dritte Prio und setzen uns gemeinsam Ziele. Und wenn das Team sich selber analysiert hat und selber sich Ziele gesetzt hat,
wie kann man sich noch besser committen zu diesen Zielen. Ja? Also im Vergleich zu einem externen Assessment, dort wird man gezwungen oder also genötigt. Hier setzt man sich selber Ziele. Wo kommt dann aber Gamification ins Spiel? Also wie machen wir das auch ein bisschen spielerisch daraus? Auf die Idee sind wir gekommen damals bei einem Offshore-Projekt, wo mehrere Teams vom 0 auf sozusagen 100 agilisiert werden sollten und sehr viele Lücken gab in der Qualitätssicherung, Testmethoden, Testautomatisierung, CI/CD-Pipelines. Dort haben wir durch diese Maturity Assessment bestimmte sozusagen Levels gesetzt und dann den Teams gesagt, okay, wer erreicht jetzt welches Level? Ja, Level 1 ist irgendwie, also okay, Testautomatisierung vorhanden, aber wir machen keine Code-Coverage. Level 2, wir erreichen so viel Code-Coverage. Ja, Level 3, okay, auch die Code-Qualität ist gut. Und so haben die Teams so gegeneinander angetreten und dann haben wir auch belohnt, die Teams, also Pokale geschickt von Deutschland, nach zum Offshore-Partner und teilweise haben die das in ihrem so LinkedIn-Profilen reingeschrieben. Gewinner of Quality Challenge und so weiter und so fort. Also daraus wird dann ein Gamification. Ja, das macht es dann auch total spannender. Und ich glaube auch die Umsetzung der Erkenntnisse ist ja dann auch viel mehr aus einer Eigenmotivation raus. Ne? Also anders als beim Assessment, wo irgendwer sagt, ja, das hast du alles falsch gemacht, viel Spaß damit. Wirklich, wenn ich das selber erarbeitet habe und mir selber da den Level erreiche, dann will ich auch besser werden, möchte die Sachen dann auch umsetzen. Ne? Da ist natürlich viel mehr Power dahinter. Ne? Genau, und um dann die Prozessqualität vielleicht am Ende noch zu messen oder überhaupt zum Beispiel das Sprintergebnis zu messen, machen wir ja Retrospektiven. Da gibt es auch Techniken, wo man dann irgendwie sagen kann, ja, ich mache die Retrospektive nicht immer eine 5-Star-Retrospektive, weil es ist vielleicht dann auch langweilig. Und da gibt es zum Beispiel auch sowas wie den Retromaten, wo ich dann einfach mal drücken kann und sagen kann, okay, ich ziehe eine Nummer und schaue mal irgendwie, was mache ich diesmal für ein Intro, was mache ich für ein Sammeln von Painpoints, ne? oder von Dingen, die in dem letzten Sprint passiert sind. Ne? Und wie gehe ich dann auch mit dem Ergebnis um? Wie mache ich quasi, dass ich dann Action-Items zum Beispiel berücksichtige für die nächste Retrospektive mitnehme? Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit ist zum Beispiel für die Action-Items, ich schicke mir selber eine Postkarte. Ne? Ja. Und so. Und das ist auch etwas, was wir ab und zu anwenden, einfach um dieses Retro-Format aufzulockern und nicht immer das Gleiche zu machen. Ja. Und dann kann ich die Ideen, die ich dann zum Beispiel beim Maturity Poker entwickelt habe, kann ich dann eben auf die Art und Weise auch bewerten. Also das heißt, man kann es eigentlich wirklich durchgängig in seinen Prozess mit einbringen. Also dieses Maturity Board dann zum wirklich einen Teil vom Team Charter machen, veröffentlichen, damit wir immer sehen, Leute, könnt ihr noch daran erinnern, letzten Herbst, da waren wir so schlecht, guck mal, wo wir jetzt gerade stehen. Also am Ende dieses Optimized Level ist ja dann so eine Art Selbstläufer. Also bei welchem Praktik ist es jetzt mittlerweile Selbstläufer? Keiner stellt das mehr in Frage. Wir profitieren, wir sehen deutliche Vorteile durch diesen Praktik. Wir sind schneller geworden, Qualität hat sich besser planbar und wir wollen darauf nicht mehr verzichten. Dann haben wir die höchste eigentlich Reifegrad erreicht bei einer agilen Art und Weise des Arbeitens. Genau. Wenn man jetzt sagt, diese verschiedenen Pokale oder so, dann wäre auch noch wichtig zu sagen, der Wettbewerb, der sollte quasi auch spielerisch sein. Also ich möchte nicht, dass die Leute gegeneinander dann arbeiten, sondern sie sollen miteinander arbeiten. Das heißt, wir würden dann zum Beispiel das Team hervorheben, was am meisten dazu beigetragen hat. Und nicht sagen, die anderen sind jetzt schlechter, sondern sie haben halt weniger dazu beigetragen, aber jedes Team geht vorwärts. Und das ist, finde ich, ganz wichtig bei diesen ganzen Gamification-Ansätzen, weil man weiß ja auch zu Hause, wenn man dann mit Leuten spielt, die nicht verlieren können. Und deswegen muss man deutlich diese Sachen vermeiden. Also das heißt, diese Ansätze nur so punktuell einbringen, wie sie passen. Und wenn man merkt, das geht in die falsche Richtung, dann auch mal zu sagen, einen Schritt zurücktreten und einfach schauen, gibt es vielleicht einen Ansatz, der besser passt zu unserem Team. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch eine wertschätzende Kommunikation zu haben. Aber die anderen sind ja nicht schlechter deswegen, weil jemand gewonnen hat, unter Anführungszeichen. Da am Anfang habt ihr gesagt, das ist auch auf Freiwilligkeit. Zieht ihr das auch so durch? Oder gibt es Sachen, da müssen alle mitmachen und dann gibt es ja vielleicht auch immer so den einen oder anderen, der sagt, nee, komm, lass mir da mit diesem Kindergartenzeug, was soll ich da spielen jetzt hier? Ich bin ja nicht
da im Legoland. Ne? Ich glaube, das kann aus zwei Richtungen kommen, diese Art von Kritik. Ne? Entweder tatsächlich die Teammitglieder haben irgendwann vielleicht keine Lust mehr und vielleicht wird der Gamification zu dem festgefahrenen Prozess irgendwann selber. Ja. Okay. Aber auch Management. Ja? Vielleicht sagen, was macht ihr dafür? Ne? Wie verballert ihr eure Kapazität mit solchen Sachen? Also natürlich, das muss am Ende schon einen Mehrwert haben, den wir jetzt alle so ein bisschen erkennen. Ja? Also wir wollen ja damit tatsächlich unsere tägliche Arbeit, unsere Produkte verbessern. Wenn wir irgendwann merken, ne, dass wir erreichen nicht mehr viel Verbesserung, dann sollte jetzt auch nicht auch daran festgehalten werden. Einfach Format ändern, vielleicht ruhen lassen. Ruhen lassen. Genau, ruhen lassen, ne, andere Sachen mal ausprobieren. Also ich glaube, ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ne? So ein Scrum Master oder ein Agile Experte oder ein Quality Coach, da vielleicht ein bisschen mehr beobachten, wie die Energien sind. Ne? Du bist ja auch Keynote Speaker. Wenn du erzählst, durch die Augen der Zuschauer erkennst du ja sofort, ne? Wie die Aufmerksamkeit ne? sich ändert. Und ich glaube, diese Reaktionsfähigkeit muss dann aber auch so eine Art Spielmentor oder ein Coach doch haben, damit das ein bisschen spannend bleibt. Ja. Ich habe da auch ein gutes Beispiel, gerade in diesem Bingo-Bongo-Kontext. Wir haben das in einem Projekt sehr viel gemacht. Es wurden dann immer weniger Leute, die teilgenommen haben, die dann gesagt haben, so, oh nee, ich muss lieber entwickeln, das ist mir jetzt gerade wichtiger und so. Dann haben wir irgendwie gesagt, okay, wir lassen es mal ruhen. Und dann hat man aber gesehen, dass es doch irgendwann vermisst wurde. Ja. Und dann so nach 2-3 Monaten kamen dann die ersten Entwickler, wir sollten doch mal wieder ein Bingo-Bongo machen. Also, und dann haben wir es einfach wieder eingeführt und plötzlich war der Elan wieder da. Ne? Also das Ruhen lassen kann auch manchmal helfen. Genau, und manchmal ist es auch so, man kann diesen Gamification-Aspekt auch so ein bisschen durch die Hintertür einbringen. Ich habe zum Beispiel neulich eine Retro gemacht auf Basis eines Meetingsspiels von den neuen Narrativen, habe ich gefunden. Und da gab es so Störerkarten. Und dann habe ich einfach allen gesagt, ich habe die Störerkarten auf unser Miro-Board geklebt und habe dann gesagt, so, ich gehe jetzt mal kurz weg. Jeder sucht sich jetzt eine Karte aus, merkt sich das, was da draufsteht und versucht, diesen Störer zu machen. Und was ist der Effekt eigentlich? Man merkt, also die Störerkarten sind so typische Dinge, die so ein Meeting-Ablauf stören. Ne? Und ich als der Retro-Leiter in dem Fall musste dann versuchen zu identifizieren, wer stört jetzt hier gerade. Und das natürlich einige haben das ernst genommen, haben mitgemacht. Einige haben gesagt, ich konnte meine Störerkarte nicht ausspielen, weil es gab keine Gelegenheit dazu. Und manchmal hatte ich das Gefühl so, okay, ich habe die Störerkarte, aber ich benutze die jetzt nicht. Ne? Und manche stören ja von Haus aus. Ja, Mann. Also es war wirklich, wir haben das Meeting gestartet, gleich die erste Störerkarte, bevor ich ein Wort gesagt habe, wurde gleich die erste Störerkarte ausgespielt. Das war auch sehr lustig. Und ich so, ja, ich weiß. Du bist jetzt diese Störerkarte, Ja, sehr spannend. Ja. Also Rollengrätsche hieß die. Ich glaube, dass diese Varianz schon wichtig ist, ne? Dass es kein festgefahrenes Thema wird, aber sonst ist man wieder in diesem Korsett. Ne? Also hier einfach zu spielen, mal ruhen zu lassen und so, das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann auch einfach die Energie auch dann wieder reinbringt. Ne? Genau, ne? So, das ist Stolpersteine. Ne? Was können Stolpersteine sein? Ne? Tatsächlich, wenn das Spiel selber festgefahren ist, das ist ein Stolperstein oder die Leute mitnehmen. Aber ich erkenne auch so in großen Konzernen auch einige weitere Stolpersteine. Über ein bisschen Management haben wir gesprochen. Also Management muss sowas akzeptieren und Freiraum dafür geben und wertschätzen, vielleicht selber mal mitspielen. Wäre doch super, doch, wenn ein Abteilungsleiter oder ein Bereichsleiter auch mal bei so einem Format mitmacht. Und ich bin manchmal so erstaunt, wie gut die höheren Manager auch die Systeme so im Detail kennen. Erstmal können sie Mehrwert bringen. Zweitens verstehen auch die Teams und Manager besser, wie ticken die Leute gegenseitig. Das sind am Ende, wir sind alle Menschen. Ja? Was wollte ich sagen? Nein, wollte ich was anderes sagen. Stolpersteine. Nee, genau. Stolpersteine. Betriebsrat. Ja. Was sagt ein Betriebsrat dazu, wenn wir in so einem Spiel spielen und dann jeder so bekommt einen Punkt? Irgendwann auch auf sowas muss man achten. Wenn man solche Formate einführt, wie ist das Umfeld? Wie sind meine Rahmenbedingungen? Muss ich da jemandem um Erlaubnis bitten, um überhaupt solche teilweise persönliche Auswertungen so möglich werden? Mit solchen Sachen werde ich auch oft konfrontiert. Also Betriebsrat, wie BaFin und so weiter. Ja, genau. Also in dem Fall fragt man dann das Team, ob sie damit einverstanden sind. Ja. Ne? Und, aber es kann trotzdem noch sein, dass da andere Constraints von oben kommen. Ja, natürlich. Ja. Wenn sich jetzt so ein
Tester, eine Testerin auf den Weg machen, weil sie sagt, ich möchte jetzt bei mir Richtung Produktqualität jetzt auch was machen, sowas wie Bingo Bongo. Also habt ihr da so eine Anlaufstelle, gibt es da so eine Sammlung von, gerade was Produktqualität angeht, von so Spielen, von so Gamification-Ansätzen, habt ihr da irgendwie so ein... Also aktuell gibt es noch keine Sammlung. Also das heißt, wir haben eine Artikelserie geschrieben über diese 3 Aspekte: Produktqualität, Prozessqualität und Risikomanagement. Und natürlich... Unser Foliensatz, ne? Also Ja. wir haben ja einen Foliensatz. Wie hat das Ganze angefangen? Wir haben irgendwann gemerkt, Dela und ich, wir interessieren uns für dieses Thema. Also so ein gemeinsames Hobby. Und unsere Sammlung ist erstmal aktuell eine PowerPoint. Ne? Wir haben ja mehrfach vorgetragen über dieses Thema auf German Testing Day, auf IT-Tagen, auf OOP, auf TAF. Ja, also damit ist so ein Foliensatz entstanden, wo, glaube ich, 10, 12 Spiele drin sind. Und natürlich haben wir bei so einem 45 Minuten Vortrag nicht Zeit, über alles zu sprechen, aber wir lassen das Publikum immer entscheiden, welche Spiele sie von uns heute hören wollen, weil die Folien sind schon da. Wir können spontan darauf reagieren. Und irgendwann hoffentlich soll es daraus auch ein Buchprojekt werden, sagen wir schon seit 2 Jahren, aber kommen wir nicht. Irgendwann werden wir sicher auch mal das komplett verschriftlichen. Aber Lean Pub-Projekt ist schon angelegt, der muss nur mit Inhalt gefüllt werden. Vielleicht diese Java-Magazin-Artikel, die 3 Stück, glaube ich, die 3. ist jetzt in diesem Monat erschienen, eine Serie, das kann erstmal die Grundlage sein. Aber wenn die natürlich Zuhörer Interesse haben, können sie uns gerne auch anschreiben, dann schicken wir auch unseren Foliensatz mal zu. Da ist jedes Spiel mit so 4, 5 Folien erläutert, auch mit Visualisierungen. Das können wir gerne zur Verfügung stellen. Ja. Genau, und umgekehrt natürlich auch, also wenn Zuschauer selber ein Spiel haben, was sie bei Ihnen bewährt hat, dann nehmen wir das auch gerne dankbar entgegen. Also man kann uns auch gerne neue Ideen schicken, die wir noch nicht kennen. Eine Bibliothek der Gamification-Testspiele sozusagen. Genau. Wir haben nach einem Vortrag, wo wir über QA Navigation Board von der Firma Zeiss gesprochen haben, war jemand in dem Publikum von der Firma Zeiss dabei, hat aufmerksam geworden, und der sozusagen Erfinder auch dem QA Navigation Board ist auf uns zugekommen, mit dem haben wir dann ausgetauscht, wie können wir dann vielleicht dieses Risk-Storming Elemente mit einem QA Navigation Board verbinden. Auch so entstehen auch neue Formate, ein paar neue Spielideen sogar. Also das lebt von der Interaktion. Also wir wären dankbar, wenn wir da Feedback dazu bekommen. Wir werden eure Kontaktdaten auf jeden Fall reinpacken in die Shownotes. Und dann kann, wenn jemand Interesse an den Folien hat, euch anschreiben oder eine Idee hat, das auch beitragen. Das fände ich eine schöne Sache, wenn das hier durch den Podcast auch ein bisschen wachsen kann. Ja, das finden wir auch. Super. Ich danke euch herzlich, dass ihr hier in den Podcast mit dazugekommen seid, dass wir noch eine Folge gemacht haben zu dem Thema. Danke, Richie, für die Einladung. Gerne, hat uns sehr gefreut. Das nächste Mal kommt ihr dann mit dem fertigen Buch, dann stellen wir das dann vor, ne? Ja, das werden wir machen. Das ist nochmal ein Ansporn mehr. Genau. Wenn das nicht eine Motivation ist. Genau. Der Gamification-Ansatz dabei. Genau, wir können ja vielleicht ein Gamification-Spiel, wir können ein Spiel daraus machen. Ne? Genau. Wer schreibt die meisten Kapitel? Genau. Du bist ja erfahren im Buchschreiben. Ein bisschen was habe ich gemacht. Ja, genau. Sehr schön. Ich wünsche euch noch eine schöne Tagung hier. Bis bald. Ne? Danke.